Ja, was haben eine zuckersüße Niki und dieser schwarze Ford hier hinter mir gemeinsam? Na klar, sie sind beide schwarz und sie kommen beide aus Rumänien. Und sie sind beide praktisch, weil handlich. Ja, das hier ist eine komplette Eigenentwicklung von Ford. Und zwar der neue Ford Tourneo Courier. Übrigens eine sehr gute Eigenentwicklung, das muss man vorneweg sagen. Ich bin der Kai von Autoscout24, seid gespannt. Also wenn auf ein Auto der Begriff Boxy-Design gerade zutrifft, dann auf diesen Burschen hier. Steile Front, steile Seite, steiles Heck, flache Dach. Hier haben wir ein schönes Beispiel dafür, dass praktisch nicht gleich uncool sein muss. Ich denke auch nicht, dass hier der klassische Kurierfahrer adressiert ist, sondern dadurch, dass das Ding Tourneo heißt, eher die moderne Familie. Also wenn man so will, das klassische Kinder- oder Enkeltaxi, wäre es ein Transit-Kurier, dann wäre er für den gewerblichen Gebrauch. Der hat aber hinten zum Beispiel nicht diese große Papamobil-Verglasung. Die Front orientiert sich an den amerikanischen Modellen, zum Beispiel beim Ford F-150, meistverkaufter Pickup in den USA. Und auch die Retro-Pflaume hier, oh Gott, das darf man gar nicht sagen. Ich sag's trotzdem, sieht echt cool aus. Was auch cool ist, das LED-Tagfahrlicht, was ein bisschen uncool ist, der hat nur Halogenfunzel, da kommt nachts echt Lagerfeuerromantik auf. Modern ist anders. Ich sagte ja vorhin, dass das eine komplette Eigenentwicklung von Ford ist. Das ist nicht ganz unwichtig, weil der Custom und der Connect sind zum Beispiel Entwicklungen in Kooperation mit VW. Kommen wir zum Motor. 3 Töpfe für Kai, ein 1 Liter EcoBoost Motor mit 3 Zylindern und 125 PS. Dahinter hängt bei mir ein 7-Gang DSG-Getriebe, gibt aber auch für Leute, die gerne selber rühren wollen, ein 6-Gang Schaltgetriebe. Dieses Motörchen wird in ganz vielen Ford-Modellen verbaut und ist leider gerade so ein bisschen in der Kritik, weil hier drinnen läuft ein Zahnriemen im Ölbad. Und leider gibt es vermehrt Fälle, dass sie auch nach nicht so langer Laufzeit da ein paar Zähne ablösen. Und dann gibt es hier einen kapitalen Motorschaden. Das hat wohl mit dem Öl zu tun. Also man muss explizit das Öl nehmen, was Ford für diesen Motor vorschreibt. Ja, lassen wir die Katze mal aus dem Sack. Das ist unser neues Produktionsauto. Der Volvo, den ich jahrelang leidenschaftlich gefahren habe, ist weg. Vorteil bei diesem Auto, ich kann hier wirklich mega bequem einsteigen, weil geht nach oben und nicht nach unten und man kommt ja in die Jahre und das sah irgendwie auch nicht mehr elegant aus bei mir. Ha, leider. So, hier haben wir eine ultra coole Schiebetür. Fast drauf reingefallen, ne? Ist die Tankklappe offen, geht's nicht weiter. Ist auf jeden Fall ein Feature, was ganz wichtig ist, weil später kommen ja irgendwann noch mal die Elektromodelle und da will man natürlich nicht die Tankklappe killen, sage ich jetzt mal. Ich bin ja schon ein bisschen rumgefahren damit und immer war es so, dass Frauen total begeistert waren von diesem Auto. Nicht nur, weil er gut aussieht, sondern weil die natürlich sagen, wenn man Kinder hat, das Beladen, also Kinder rein, raustragen, geht natürlich mit so einer seitlichen Schiebetür wesentlich besser, gerade wenn es ein bisschen enger ist. Und das Schöne ist, es gibt ja 2 davon. So, das heißt, hier kompletter Durchgang, wirklich eine ultra coole Lösung. Was auch ultra cool ist, ist die riesen Heckklappe. Ein ganz kleines Problem ist mir aufgefallen, also wenn ein Auto wirklich dicht hinten dran steht, hast du keine Chance, die aufzumachen. Du brauchst nach hinten ein bisschen Space. Bevor ich aufmache, eins noch. Also diese matte Heckklappe, das ist jetzt nicht serienmäßig. Wir haben nämlich extra eine bestellt, weil hier kommen Kameraaufnahmen ran. Wie gesagt, unser Produktionsauto und die Originalklappe haben wir zur Seite gepackt. Also original ist die natürlich auch lackschwarz. So, schauen wir mal rein. Wirklich eine schöne Stehhöhe drunter. Da merkt man, dass der neue Tourneo etwas größer ist, nämlich 10 cm in der Höhe. Das macht sich bemerkbar, auch beim Innenraumvolumen, weil es sind jetzt hier 570 Liter, umgelegt sind das 2162 Liter. Das ist für ein Auto in der Größe wirklich anständig, weil der ist ja nur 4,30 lang. Also da passt ordentlich was rein. Ja, ansonsten hast du hier diverse Ablagen. Hier zum Beispiel eine sehr große Box, was mir sehr gut gefällt. Ich habe da jetzt so meinen Krempel drin gemacht zum Putzen, aber man könnte zum Beispiel auch Laufschuhe reinmachen. Wenn du jetzt vom Joggen kommst, Schuhe nass, kannst du die hier drin machen. Also ich glaube, so bis 43, 44 sollte das locker passen. Ansonsten noch diverse kleine Ablagen und natürlich die Rücksitzlehnen sind umlegbar. Und jetzt Kai hinter Kai. Hopp. So, Kai sitzt hinter Kai. Was richtig auffällt ist, viel Platz. Also auch hinten sitzt man sehr bequem. Unendliche Weiten, Platz nach oben, wunderbar. Wir haben in diesem Fall ein Ausstellfenster. Zack, so
mal richtig schön oldschool. Es gibt natürlich Ausstattungsvarianten, höherwertig. In dem Fall, da hast du dann Fensterheber und teilweise sogar elektrisch. 3 Möglichkeiten für eine Isofix-Befestigung, hat er gerade gesagt. Gerade für junge Familien mit Kindern ist das sehr interessant. Du hast hier hinten ein Fach für nichts. Wahrscheinlich gibt es auch hier wieder in höherwertigen Varianten Anschlüsse. Wir haben jetzt hier, wenn man so will, das Einstiegsmodell. Was in meinen Augen zum größten Teil völlig ausreicht, weil es wirklich gut ausgestattet kommt. Zeige ich gleich vorne. Ja, hier noch eine kleine Ablage. Aber ansonsten alle, was ein Mensch braucht. Also hier hinten sitzt man auf keinen Fall zweitklassig. Eher erstklassig. Aber 1A-Klasse ist da vorne, deshalb gehen wir da jetzt hin. Also eine kleine Kritik vornweg. Dass das Auto hier innen drinne bei der Preisklasse nicht gerade mit Alcantara ausgeschlagen ist, ist mir auch klar. Aber dass man aus Öl so ein Plaste herstellt wie in diesem Auto, sehr, sehr rustikal, das geht auch besser, wirklich. Andererseits zeigt mir wieder, wenn natürlich der Junior aus Bananenbrei hier drinnen Jackson Pollock macht, also alles einmal beschmiert, kann man das Auto mehr oder weniger auskerchern. Das ist alles noch zu verschmerzen. Wo es nicht zu verschmerzen ist, ist leider am Lenkrad. Zumal Ford mal gesagt hat, die bauen nur noch Lederlenkräder ein oder Lederart. Das fässt sich einfach nach einer gewissen Zeit, gerade wenn man ein bisschen schwitzige Hände hat im Sommer, einfach total unangenehm an. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber kommen wir zum positiven Teil. 2 TFT-Displays, super tolle Anzeige, Android Autos mit drin, Apple CarPlay hat er mit. Das ist eine ganz schöne Applikation hier, das sieht irgendwie witzig aus. Das Auto hat diverse Ablagen. Man merkt ja natürlich auch, dass es so ein bisschen in die gewerbliche Nutzung läuft. Zum Beispiel mit dem Dokumentenhalter an der Seite, den kann man immer irgendwie verwenden. Getränkehalter, ich habe jetzt sogar hier schon in der Ausstattung eine Armlehne mit dabei. Ich mag das Auto wirklich. Höherwertige Ausstattungen haben dann zum Beispiel auch induktives Laden mit dabei. Also ein bisschen mehr Schnickschnack geht schon. Aber ansonsten ist das Auto wirklich gut ausgestattet, ne? Und das, was Ford immer konnte, ein richtig gutes Fahrwerk. Deshalb fahren wir jetzt. Danke, liebe EU. Der Geschwindigkeitswarner. Darf ich vorstellen? Zack, zack, aus. Wir fahren trotzdem der Geschwindigkeit angepasst, aber eben nicht immer genau 50, sondern vielleicht auch mal 51 ganz kurz. Egal, so, der ist aus. Apropos Bimmel, wäre ganz schön, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Videos liked und kommentiert. Würden wir uns sehr freuen. Weiter geht's. Ford und seine Modellpolitik. Der Fiesta macht jetzt für immer Fiesta. Der wurde ja eingestellt. Schade. Der Focus wird eingestellt. Auch sehr schade. Und jetzt wird es interessant. Ratet mal, wer der Nachfolger wird für diese ganze Bagage. Genau, der hier. Das halte ich für eine sehr mutige Entscheidung, aber ich glaube, es könnte funktionieren. Weil das wirklich ein sehr alltagstaugliches Auto ist, was wirklich zu sehr attraktiven Preisen angeboten wird. Und man bekommt halt viel Auto schon im Einstiegsbereich. Übrigens, Basis für dieses Auto ist der Puma. Hochinteressant, also eigentlich eine Klasse größer. Aber den Puma als Einstiegsmodell zu machen, natürlich auch Schwachsinn. Also das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel Auto. Ford konnte schon immer Fahrwerke bauen und kann es immer noch. Also das Auto fährt sich wie eine Klasse höher. Wenn der Motor mal warm ist, schnurrt er schön vor sich hin. Das DSG-Getriebe gibt überhaupt keine Rätsel auf, das weiß immer, was zu tun ist. Das ist natürlich bei 125 PS, der Durchzug nicht gerade brutal ist, erklärt sich von selber, aber nochmal ausreichend. Verbrauch, muss ich sagen, hat mich ein bisschen enttäuscht. Also die angegebenen Verbrauchswerte sind dann doch arg optimistisch. Wir haben jetzt hier nach Autobahnfahrt und ein bisschen Landstraße eine 9,2 stehen. Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Autobahn 150, 160 km/h. Ja, aber ansonsten finde ich das Auto rundum gelungen und mir gefallen halt auch so coole Sachen wie zum Beispiel ist eine Handyhalterung gebaut. Man sieht hier, ich habe eine induktive Ladeschale mir geholt, kann man hier raufklemmen mit diesen typischen Klemmvorrichtungen, wie sie bei allen irgendwie ist. Die simulieren hier einfach einen Lüftungsschlitz. Bumm, hängt das Ding da dran. Super Rundumsicht. Geräuschdämmung ist wirklich angenehm. Also das Auto ist nicht laut, pfeift auch nicht. Also das spricht eigentlich für eine gute Verarbeitung, was die Dämmung betrifft. Ja, mein Fazit. Ich bin ja nun von einem Volvo V90 auf dieses Auto umgestiegen und muss ganz ehrlich sagen, passt. Wirklich. Also ich bin sehr zufrieden. Ich fahre den jetzt knapp 1000 Kilometer. Ich habe den mit 30 auf der Uhr gekriegt. Ich mag, dass man Parkplätze gut findet. Ich mag die Übersichtlichkeit. Ich mag, dass er praktisch ist. Ich mag, dass man sehr gut einsteigen kann. Ich mag, dass ich wirklich sehr bequem sitze. Also ich sitze auch wirklich top. Außer hier oben ein bisschen hier an der Kante. Aber da ich meistens so fahre, wer natürlich so fährt, dem wird sich vielleicht hier ein Problem auftun. Mir nicht. Ne? Ansonsten, ja, bin schon bis Berlin geguckt und wieder zurück hier von Greifswald.
kann nicht meckern, also wenn das Lenkrad nicht wäre. Ja, was soll ich sagen? Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, liked es, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Euer Kai. Ciao.